Einen schönen guten Tag, Leute, wir begrüßen euch recht herzlich zu einem neuen Vlog hier in der Sonne. Kelvin, sag doch mal, wo sind wir hier denn überhaupt? Genau, wir sind hier in Betty, Nevada, Ja, am Supercharger, okay. mit unter anderem der einzige Ja, im Death Valley. Aber ey, zumindest V3, 250 kW. richtig, genau. Und Betty ist im Prinzip, müsst ihr euch vorstellen, ja, ein Dorf, Ja, ein wie viele Dorf. Einwohner haben die hier ungefähr? 880. 880 Einwohner. Das ist aber trotzdem hier irgendwie die Größte Stadt. Die größte Stadt im Death Valley. Also so der Anlaufpunkt. Die nächste Stadt ist erst wieder 50 Meilen weg oder sowas. Genau, knapp 50 Meilen. Also das sind Dimensionen hier, das ist krank. Was wollen wir euch heute aber mal zeigen? Und du hast schon das richtige T-Shirt an, Kelvin. So sieht's aus, wir legen es voll drauf an. Wir fahren heute die Titus Canyon Road, zeigen euch mal, was euch da so Schönes erwartet, wenn ihr die selbst mal fahren möchtet. Genau, Titus Canyon Road ist auch Offroad. Also Ja, es ist, so es Teils, ist Gravel Road, also ist jetzt kein echtes Offroad in dem Sinne. Genau. Aber es ist ganz interessant, wir fahren auch an der Geisterstadt vorbei. oh, Leute, genau. Und einen wunderschönen Canyon. Und wir haben gerade so knapp 4:30 Uhr, 5 Uhr. Ja. Das heißt, wenn wir dort sind, es dauert noch mal so eine Stunde, kommen wir schön zum Sonnenuntergang. Dann gibt es ein schönes herrlich. Schattenspiel wahrscheinlich. Genau. Das gucken wir uns an, Leute. Deswegen, würden sagen, wir laden jetzt mal vor. Jetzt kommt das nächste Model Y da drüben. Ja. Und dann, let's go. So Leute, Titus Road, da lang. Aber vorher, Kelvin ist schon wieder in seinem Element, Offroad-mäßig unterwegs. Genau. Leute, wie findet ihr eigentlich diese Off-Druck hier auf der Seite? Haben wir jetzt frisch eingeführt. Wenn ihr sagt, das ist geil, dann führen wir das natürlich auch in den Shop ein. Und Kelvin, wie viel Bar machst du jetzt hier rein? Oh ja, gar nichts, ich mach raus. Wie viel raus? Von 3 auf Ja, 2,4. 2,4, ja. Okay, das heißt bei allen 4 Reifen jetzt 2,4. Und dann fahren wir der Sonne entgegen, strack durch. So, wir geben euch mal ein kurzes Update vom Streckenverlauf. Es wackelt übelst, deswegen ich versuche es ruhig zu halten. Ja. Ihr seht jetzt, wo wir grob sind. Und, boah, Kelvin, das ist nicht normal hier. Oh doch, Das ist eine ganz- Offroad, hä? Nö, eine ganz normale Straße. Echt so hart wackelt das. Das ist echt krank. Dieses arme Model Y hier, auf jeden Fall, wir sind jetzt gut bei Kurs. Und da vorne seht ihr die Berge, da geht's dann rein. So Leute, kurzer Check, wo wir jetzt sind. Im Prinzip jetzt mitten im Canyon fast. Und es ist schon wieder ultra windig. Aber unglaublich schön hier, diese Area, wa? Na, alles Kelvin, klar? Junge, es ist Hammer. Ja, ist cool, das ist eine meiner Lieblingsstrecken. Man merkt so ein bisschen die Jahre gekommen. Auch gerade durch Covid ist wohl relativ wenig in die Straße investiert worden. Ja. Ja, aber es geht jetzt weiter in den Canyon rein und dann kommt es zur richtig schönen Ecke. Mensch, Kelvin, Es geht los. Wir sind es jetzt geht los. nach knapp einer Stunde fahren sind wir jetzt am Canyon und jetzt geht's ja komplett runter. Aber die Straße ist sogar ein bisschen besser geworden. Mal gucken. Ja. So, eine Regel beim Offroad, immer schön langsam. Ja. Das ist wirklich gerade bergab, immer schön aufpassen. Also ich sag mal, die Landschaft hier ist phänomenal, keine Frage. Aber wirklich hier das Offroading, das muss die Kunst sein. Ich kann noch mal Fenster runter machen, zeige ich euch auch noch mal. Das ist schon eine Straße, die ist nicht ohne. Die ist einfach nicht ohne. Gerade hier diese Kurven, das manchmal so rausgespült oder so. Keine Ahnung, warum das so ist, aber schon heftig. Aber Kelvin hat es gut im Griff, muss man echt sagen. Das passt alles. Boah. Vorsicht, Kelvin. Oh, jetzt Vorsicht.
Oh, da runter müssen wir. Jo. Leute, wir sind da. Endlich, Kelvin. Also mal unter uns gesagt, das, was wir jetzt hier gerade erlebt haben, ihr habt zwar einigermaßen mitbekommen, aber Ja. ich vor ihr ran, vorm Auto mit Hoki-Toki, habe gesagt, hier, da kommt Stein, spitzer Stein, Kurve. Genau, fahr mal links, fahr mal rechts. Also das ist Offroad hoch ja. 10, ohne Mist, Kelvin. Ja, also das Problem ist, die letzten 2 Jahre, ja, wahrscheinlich durch Corona, ist die Straße halt echt in schlechten Zustand gekommen, weil sehr viel Erosion da war, weil ich kenne die Straße und die ist jetzt schlechter geworden. Wahnsinn, Kelvin. Ah, jetzt lass mal hingucken hier, wir sind angekommen. Leadfield, wa? Genau, Leadfield war mal eine boomende Stadt. Man sieht es da hinten, da sind noch ein paar Gebäude übrig, ist jetzt so knapp 100 Jahre Ja, Wahnsinn. alt. Ja, und ja, Das ist die Leute sind hierher gekommen in der Hoffnung, dass sie Gold finden ja, und irgendwann reich werden. Aber das war nie der Fall. Es gab jemanden, ich glaube, das war einer der Investoren oder Gründer dieser Stadt, die die Leute halt dann unter falschen Behauptungen hierher gelockt haben und dann denen einfach nur das Geld abgezogen hat. okay, wild. Und das ist jetzt im Prinzip die geheime oder die Geisterstadt. Die Geisterstadt, genau. Die gab es nur 1 Jahr lang. Ja, Waren knapp 300 Leute, die hier gelebt haben. ja, wild, Mitten oder? im Nirgendwo. Krass, ey. Und da hinten sind, ich zoome ja rein, da seht ihr es vielleicht besser, da sind ja noch die Häuser von den Leuten hier. Genau. Da hinten ist zum Beispiel, ich vermute mal, eine Mine. Ach da, ja. Ihr seht es, Ja. glaube ich, Leute, war. Wahnsinn. So, Kelvin, wir haben auch den nächsten Canyon gemeistert, kann man sagen. Der Genau. Titus Canyon war Genau, den haben wir abgehakt. Wahnsinn. Es Ja, ist Wahnsinn, mega, oder? oder? Gib mir 5. Wieder was Ich meine, geschafft. wenn man sich das hier anschaut, diese ganzen Felsformationen. Ja, ich zoome mal ein bisschen rein, da seht ihr es auch noch mal stärker. Da seht ihr auch hier, was sind das? Ist das hier früher Wasser gewesen oder was? Das war quasi vor Milliarden Jahren der Meeresgrund. Wild. Ist auch wieder sehr windig, aber Ja. ja, Leute, für dieses Video auf jeden Fall habt ihr jetzt das Titus Canyon drin. Und da haben wir im Prinzip jetzt wirklich das Death Valley erobert, kann man sagen, oder? Mehr geht nicht. Wir sind einmal strack durch 180 Meilen. Wir sind jetzt noch mal, wie viele Meilen waren das? War gar nicht, oder? War gar nicht so mega viel. Ich glaube, das waren 20, 30 Meilen, Ja, also 50 Kilometer. Aber es ist anspruchsvoller. war sehr anspruchsvoll. Also wie gesagt, ey, Kelvin links, rechts, oben, unten. Ich vor ihr Rand, Walkie-Talkie in der Hand. Das war schon Death Metal auf jeden Fall. Also Leute, hier geht auch die Zeit zu Ende im Death Valley. Wirklich schöne Natur, Atemberaum, keine Menschen hier. Ist Wahnsinn. Kelvin, wir machen uns jetzt heim, oder? Genau, wir fahren jetzt den Rest noch zu Ende. Der hört da hinten quasi schon auf. Ja. Und dann geht es zurück nach Betty. Super, ab geht's.